Guten Abend, wir sind jetzt wieder auf der Baustelle. Wir werden heute diese Tür hier hinten, den Ausschnitt für die Tür machen. Wir wollen nämlich eine provisorische Tür haben für den Winter. Das ist nicht die, die für immer drin sein wird, aber die haben wir geschenkt bekommen vom Niki. Vielen Dank. Und die werden wir montieren und dafür müssen wir jetzt den Durchgang verbreitern. So, wir sind hier schon auf Niveau der Außenfassade, der Steine. Die Steine lassen wir auf alle Fälle stehen. Jetzt haben wir da gerade eine Stütze reingemacht, damit uns dieses Überlager nicht runterfällt. Drüben sind wir auch schon fast so weit. Und dann kommen hier 2 oder 3 Überlager hintereinander. So, das erste Überlager ist einmal drin. Damit das zweite reingeht, müssen wir da hinten vielleicht noch ein bisschen was rausmeißeln. Dann werden wir die 2 jetzt einmal einsetzen, einmauern und dann überlegen wir uns noch, ob wir hier oben drüber mit Beton vollflächig ausfüllen oder ob wir nur mit Ziegelsteinen das Ganze auskleiden. Das Steingewölbe trägt sich auch von selbst, das ist abgestützt. Das ist abgestützt in den Fassadensteinen, einmal hier und einmal da. Und das heißt, wir können hier unten ausschneiden, ohne dass das runterfällt. So, das zweite Überlager und dann war's das. Also die Türe wird ungefähr auf der Mitte der Mauer sein, mittig von der Mauer. Und somit bleibt dann nur mehr über, dass wir hier draußen die Steine auf die Breite der Tür abschneiden und den Durchgang verbreitern. So, die 2 Überlager sind drin. Das war's für heute auf der Baustelle. Wir sehen uns also morgen oder das nächste Mal, wenn wir da sind. Guten Morgen. Das ist ein neuer Tag auf der Baustelle. Heute werden wir die Mauerbankstützen hier hinten montieren. Danach ist vorgesehen, auch noch die provisorische Eingangstür einzubauen. Mittlerweile ist hier auch der Rauchfang soweit hochgemauert. Das bedeutet, dass hier oben der Wechsel reingemacht werden muss. Also schön, dass ihr dabei seid. Viel Spaß bei dem Video. So, jetzt werden gerade die hinteren Mauerbankstützen montiert. Wir haben es schon vorgebohrt. Jetzt müssen wir es nur mehr hochheben und anschrauben. Der macht währenddessen den Ausschnitt hier für die Tür. So sieht das Ganze von außen aus.
Lieben, es ist heute einfach nur ein Sauwetter, anders kann man das nicht ausdrücken. Ich muss auch heute arbeiten und deswegen bin ich jetzt noch kurz dazwischen da und das Essen. Das wärmt jetzt gerade auf unten und ja, ich zeige euch mal, wie es draußen ausschaut. Wenn man einen Auswechseln von einem Span macht, muss man ihn unterstellen. Da haben wir einen Steher hier eingestellt und einen Steher unten hineingestellt. Und an und für sich kann man jetzt abschneiden. Kann nichts passieren. Okay. Das machen wir jetzt. Okay? Super, das wird wieder schon fluchtmäßig, was? Wir tun jetzt noch die Parallelität einstellen von den Auswechselungen. Dann werden die alle durchgeschraubt. Und das war's eigentlich. Dann ist das soweit fertig. Grundsätzlich brauchen wir die Auswechselung, damit wir mit dem Rauchfang rauskommen, weil dieser Sparren war relativ mittig vom Rauchfang. Und wir wollten jetzt nicht alle Sparren so weit hin und her schieben, dass der Rauchfang ohne Sparren durchgehen kann. Deshalb brauchen wir den Wechsel. Hallo ihr Lieben, wir haben gerade den Anhänger angehängt. Morgen Mittag geht's los. Wir fahren nach Polen. Sofern möglich werden wir euch mitnehmen auf dieser Reise und euch das Ganze ein bisschen zeigen. Also, viel Spaß bei dem Video. Schön, dass ihr dabei seid. So, ja ihr Lieben, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, wir haben eine neue Haustür oder neu alt haben wir geschenkt bekommen. Sie wird zwar nicht unsere echte Haustüre werden, aber als Bauprovisorium ist sie auf jeden Fall ausreichend. Sie hat noch nicht ganz die Ausmaße, die die echte Tür haben soll. Die echte Tür wird 1,20 Meter breit sein, die hat nur 1,10 Meter, aber die Höhe, die stimmt schon mit 2,10 Meter, aber die echte Tür wird natürlich höher eingebaut. Die echte Tür wird hier oben sein, wir haben nur die so niedrig eingebaut, damit wir nicht so eine hohe Stufe zum Übersteigen haben, weil wir momentan noch nicht das fertige Fundament, fertige Niveau haben, weder hier drin noch hier draußen. Hallo ihr Lieben, ja es geht los, Gabriel hängt jetzt den Anhänger an. So, wir sind angekommen in unserer Wohnung. Die haben wir jetzt hier für 4 Tage. Auf alle Fälle muss ich jetzt einmal schauen, wo in der Umgebung die Firmen sind, die wir morgen besuchen möchten. Als allererstes geht es einmal zum Installateur bzw. Heizungsverkäufer, Vertreter. Und sonst fahren wir zu Blacho Trapez. Blacho Trapez verarbeitet ein ThyssenKrupp Blech. Und die geben 45 Jahre Garantie auf ihr Blech. Und dort würden wir uns gerne mal anschauen, welche Formen an Dachpfannenblech sie haben, Pfannenbleche, welche Farbe. Da erkundigen wir uns mal und schauen, ob uns das gefällt und ob wir das auch bestellen möchten. Ja, so viel dazu, sonst werden wir wahrscheinlich auch noch
im Bauhaus enden oder bei Leroy Merlin, wo auch immer. Wir nehmen euch halt mit. In diesem Sinne, gute Nacht und bis morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. Draußen ist es noch nicht ganz hell. Wir sind trotzdem schon auf. Das Bauhaus hat ab 6:30 Uhr offen, jetzt ist kurz vor 7. Es gibt noch einen Tee für unterwegs und dann brechen wir schon auf. Wir sind jetzt doch kurz hängen geblieben. Die Fliesen würden uns sehr gut gefallen fürs Badezimmer zum Beispiel. Ich habe das kurz umgerechnet, das wären 31,50 € pro Quadratmeter. Das schreckt uns nicht wirklich. Sie scheinen sehr hochwertig zu sein. Naja, weiter geht's. So, ihr Lieben, wir sind angekommen bei der Türenabteilung und ja, was meint ihr? Glaubt ihr, gibt es da genug Türen zur Auswahl? Ja, also die Auswahl da ist auf jeden Fall riesig, sind wir gar nicht so gewohnt von uns. Ja, da werden wir uns jetzt ein bisschen umschauen. Wer weiß, vielleicht ist ja da mal was dabei dann in Zukunft. Kann er da haben, wurscht wo ich anklopfe. So, wir haben uns jetzt einmal die Türen hier näher angeschaut, aber sie sind doch alle sehr eigenwillig. Vom Design her ist nicht ganz unser Stil und entspricht auch nicht wirklich der Qualität, die wir uns erwarten würden von einer Tür, die wir einbauen möchten. Da wäre also unser WC, da wäre der Eingang zum WC und daneben könnten wir uns diese Dusche vorstellen. Im Obergeschoss soll es aber begehbar sein. Da wollen wir keine Duschkabine haben, sondern dort wollen wir eine begehbare große Duschlandschaft. Die müssen wir wahrscheinlich komplett selber bauen, die gibt es nicht zum Kaufen. So, bei Castorama sind wir soweit durch. Es war sehr aufschlussreich. Wir konnten diverse Preise erfahren und uns auch das Angebot anschauen, was sehr gut aussieht, besonders bezüglich Bodenbelege. Also wenn es bei der Inneneinrichtung dann soweit ist bei uns, dann kommen wir sicherlich noch einmal und suchen uns hier die passenden Fliesen aus, passenden Bodenbelege, die uns gefallen. So, wir haben gerade aufgeladen. Allein an dieser Ware sparen wir uns 600 €. Das heißt, das Wochenende hierher hat sich allemal ausgezahlt, auch die Fahrt hierher. Dieses Material würde in Österreich 18 € pro Quadratmeter kosten. Es kostet hier 7 € pro Quadratmeter. Und wir haben hier 60 Quadratmeter, was wir noch brauchen. Es ist ein 10 cm XPS. Ja, ist zwar eine wilde Ladung, aber wir werden das Ganze jetzt einmal befestigen und dann machen wir unseren Weg. Angekommen bei Blacho Trapez in Polen. Dieses Blech hier mit der Struktur, genau das wollen wir, nur nicht in den Farbton, also mit der Eiskristallstruktur, aber im Farbton RAL 7016. Und wir gehen jetzt da mal rein und lassen uns beraten. So ihr Lieben, wir haben jetzt wirklich das gefunden, was wir wollten. Wir haben es auch gleich bestellt, Anzahlung gemacht. Wir sind hier um 30 bis 40% günstiger dran wie in Österreich, was in echten Zahlen heißt knapp 6.000 € statt
8.000 bis 10.000. In Österreich hatten wir Angebote von 8.000 bis 10.000. Hier kostet das Ganze 5.800. Da ist alles inklusive Regenrinnen und Elektroleitungsdurchführung für Photovoltaik, Entlüftung für die Kanalisation, also alles, was benötigt wird, damit das Dach nachher fix und fertig ist, inklusive Carport. Wir sind wirklich froh, dass wir das jetzt erledigen konnten. Somit hat sich diese Fahrt natürlich um viel mehr noch für uns ausgezahlt, als nur das XPS, was hinten am Hänger ist. Ja, jetzt sind wir beim Leroy und Gaul hat gerade sein Traumbadezimmer bzw. Traumdusche gefunden. Zeigen wir euch. Also von der Aufteilung her, da kann man eben sitzen. Dann hat man da eine tolle Ablagefläche, da kann man dann Shampoos oder sonstiges hinstellen. Und dann da ist der Duschhahn, Duschbrause. Gefällt mir. Das Ganze kostet 8.000 Zloty. 8.000 Zloty sind bei aktuellen Wechselkurs 1.740 Euro. Ja, dieses Badezimmer ist für uns vielleicht ein bisschen zu fancy, aber nur für euch, damit ihr ungefähr ein Gefühl bekommt für das Ganze hier. Dieses Badezimmer mit gesamter Ausstattung kostet 21.000 Zloty, das sind bei aktuellem Wechselkurs 4.600 Euro. Also für 4.600 Euro bekommt man das hier in Polen. Wir sind mal wieder in der Bodenbelagsabteilung. Das hier ist alles Echtholz, Bodenbelag. Ja, ungefähr zwischen 150 und 200 Zloty pro Quadratmeter. 32 Euro pro Quadratmeter für Echtholz. Ungefähr 15 mm stark. Bei Leroy Merlin gibt es auch normale Türen, nicht nur Scheunentore. Die gefallen uns schon ein bisschen besser. Also die Auswahl da ist fast noch größer als in diesem Casa, wie hat das geheißen? Castorama. Castorama, also in dem ersten Baumarkt, wo wir waren. Und wie der Gabor schon gesagt hat, ist eben die Qualität, mir scheint, aber auch eben vom Stil her da schon ein viel größerer Unterschied, also viel besser. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir befinden uns noch immer in Katowice in Polen. Ich habe gerade auf die Kamera geschaut bei unserem Grundstück. Da ist Schnee. Mittlerweile ist hier aber auch schon Schnee und es schneit nach wie vor. Also wir machen uns jetzt dann am Heimweg. Es ist wieder soweit, es geht wieder retour. Ja, wir haben gepackt, wir verlassen jetzt die Wohnung, steigen ins Auto. Tanken müssen wir noch ein paar Lebensmittel besorgen und dann auf die Autobahn Richtung Ostrava, Brünn und dann Wien. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert uns was und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. So, da war unsere Wohnung oben und jetzt geht's nach Hause. Ja, hallo. Wir wollen euch noch ein kurzes Fazit geben zu unserer Baumaterialsuche in Polen, ob wir erfolgreich waren, ob es sich rentiert und Gabriel wird euch da jetzt schnell was erzählen. Unserer Meinung nach rentiert sich die Reise nach Polen für einige Dinge schon, für einige Dinge nicht. Warum? Das erzähle ich euch jetzt. Im Großbaumarkt zum Beispiel kosten die Dämmstoffe, die Dämmmaterialien genau das gleiche oder ähnliche Preise wie bei uns. Das wird sich nicht auszahlen. Wir haben einen Kleinbetrieb gefunden, der spezialisiert ist auf Dachdämmung und der hat uns das XPS jetzt um ungefähr 1/3 des Preises verkauft. Also das hat sich dort ausgezahlt, aber im großen Baumarkt würde es sich nicht auszahlen. Was sich noch auszahlt, unserer Meinung nach, ist Bodenbelege, Fliesen, also Echtholzparkett und das Badezimmer an sich. Dafür werden wir auch definitiv nochmal nach Polen fahren.
Das Dach, das hat sich natürlich auch für uns ausgezahlt. Wir waren bei 2 verschiedenen Lieferanten, Händlern in Österreich, die auch Blachotrapez verkaufen. Die haben aber so viel mehr verlangt, dass es für uns einfach nicht im Budget gewesen wäre. Deshalb haben wir das auch in Polen gemacht, direkt bei einem Blachotrapez-Händler und haben uns somit ungefähr 3.000 € gespart. Jetzt noch ganz kurz dazu, wo wir weniger erfolgreich waren. Das waren jetzt einerseits mal die Türstöcke. Wir haben gar keine Türstöcke gefunden, obwohl wir in 3 verschiedenen Geschäften, also Bauhäusern, gesucht haben. Weniger rentiert haben sich auch Kleinigkeiten, wie zum Beispiel so Heizungsrohrgeschichten, diese Anschluss... Elektroinstallationen, genau. Das ist alles ungefähr gleich teuer wie bei uns. Schraubenzeugs. Dann brauche ich es nicht dort zu kaufen, dann kann ich es auch in Österreich kaufen. Genau. Und wegen generell Heizungsinstallation, das wissen wir noch nicht genau, weil wir waren vor Ort in einem Geschäft, aber die hat uns eigentlich nur online gezeigt, was es dort alles gibt und hat dann gemeint, ja, wir sollen uns einfach selber das anschauen und dann eventuell bestellen. Sie haben einen Online-Shop, wo die Preise alle drin sind, wo Privatpersonen bestellen können, aber dafür müsste ich jetzt auf die genauesten Stückzahlen wissen von jedem Fitting, die genauen Laufmeter. Ich denke, da macht es keinen Sinn für uns als Privatpersonen, da was anzugeben. Das werden wir wahrscheinlich an einen Installateur, an einen Fachmann abgeben müssen. Alles kann man leider auch nicht selbst machen. Ja, da bleibt nur noch zu sagen, im Großen und Ganzen hat sich die Polenreise für uns ausgezahlt. Wir danken für die zahlreichen Kommentare, die uns darauf hingewiesen haben und wir hoffen, dass auch für den einen oder anderen jetzt da in unserem Video hilfreiche Infos dabei sind. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal sehen. Und nicht zu vergessen, heute ist der... Welcher Advent? Heute ist Sonntag. Aber der 4. Advent kann es nicht sein, weil das wäre ja dann Weihnachten, ne? Also, schönen Advent, schönen 3. Advent. Genießt die Zeit. Hoffentlich habt ihr schon ein bisschen weihnachtliche Stimmung. Und ja, ansonsten dann sehen wir uns nächsten Sonntag. Ciao.